Welcome to English and More Grammar for German learners of the English language. Herzlich willkommen zu English and More Grammatik für deutschsprachige Lernende der englischen Sprache. This video focuses on the present simple tense. In diesem Video geht es um present simple tense. When do we use? Wann benutzen wir present simple tense? We use present simple tense when talking about regular, repeating actions, Handlungen, die regelmäßig stattfinden im Präsens. We use it to describe habits, Gewohnheiten, and facts and truths, Fakten und Wahrheiten. What keywords do we use in present simple tense? Welche Signalwörter benutzen wir? Always, immer. Often, oft. Usually, für gewöhnlich. Sometimes, manchmal. Seldom, selten. Never, niemals. Every, jeden. Every day, every year, every week, every month, every Monday, Tuesday, Wednesday. On Mondays, immer montags. After work or after school, and so on. Here are some examples. She plays tennis every day. Sie spielt jeden Tag Tennis. He doesn't like coffee. Mag keinen Kaffee. Do they go to the gym regularly? Gehen sie regelmäßig ins Fitnessstudio? John reads a book before bed. John liest vor dem Schlafengehen ein Buch. The sun rises in the east. Die Sonne geht im Osten auf. They always brush their teeth before bed. Sie putzen sich immer vor dem Schlafengehen die Zähne. Let's take a look at sentence structure. Satzbau. You read a book. You is the subject of the sentence, the person or thing that performs the action of the verb. I, you, he, she, it, we, you, they. Das Subjekt führt die Handlung des Verbs aus. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr und sie. Read is a verb. It tells us what the subject is doing. Das Verb sagt uns, was das Subjekt tut. A book is the object, the person or thing that receives the action of the verb. And it usually comes after the verb. Die Person oder Sache, auf die sich das Verb bezieht. Es steht normalerweise nach dem Verb. How do we form the verb in present simple tense? Wie bilden wir das Verb in present simple tense? I, ich, you, du, we, wir, you, ihr, they, sie, I, you, we, you, and they, plus a verb in its base form, plus ein Verb im Infinitiv. I work, ich arbeite, you work, we work, you work, and they work. I sing, ich singe. I sing, you sing, we sing, you sing, and they sing. I dance, ich tanze. I dance, you dance, we dance, you dance, and they dance. And to read, lesen. I read, you read, we read, you read, and they read. Careful, Achtung! He, she, it, er, sie, es. He, she, it, es geht mit.
Third person regular verbs, regelmäßige Verben in der dritten Person. I play, she plays, you read, he reads, we speak, she speaks, they work, he works. And here's an exception, eine Ausnahme. I study, she studies. D and Y, consonant and Y becomes IES. Ein Konsonant und ein Y wird zu IES. Eine kleine Ausnahme. Und hier ist noch eine Ausnahme. Another exception. You kiss, double S, Doppel S am Ende. And he kisses. Ein ES kommt hinzu. An ES is added. Irregular verbs in third person singular. Unregelmäßige Verben in der dritten Person Singular. He, she und it. To have. I have, he has. Hat. To go. You go and she goes. Sie geht. To do. We do and it does. Es tut. To be. Sein. One of the most important verbs in the English language. Ein sehr wichtiges Verb der englischen Sprache. I am. You are. He, she, it is. We, you and they are. Sein oder nicht sein, das ist die Frage. To be or not to be, that is the question. Next, let's look at how to form positive sentences in present simple tense. Wie bilden wir positive Sätze in present simple tense? Here are some examples of positive sentences. Ein paar Beispiele von positiven Sätzen. Start with the subject. Das Subjekt kommt zuerst. I, you, he, she, it, we, you, they. Then add a verb. Dann kommt das Verb. And remember, he, she, it, es geht mit. Then add the object and sometimes a keyword. Dann kommt das Objekt und manchmal ein Signalwort dazu. We work at a bank. We, subject, work, verb, object, at a bank. Wir arbeiten in einer Bank. He takes the train on Mondays. Fährt montags mit dem Zug. He speaks German. Spricht Deutsch. I never eat ice cream. Ich esse niemals Eis. She drinks coffee with milk. Sie trinkt ihren Kaffee mit Milch. Let's look at how we form negative sentences in present simple tense. Wie bilden wir negative Sätze, Verneinungen, in present simple tense? We need a helping verb. The famous helping verb do, does, or don't and doesn't. What verbs need a helping verb? 80% of verbs, almost all verbs, need help in negatives and questions. Fast alle Verben brauchen Hilfe in Verneinungen und Fragen. Except, außer, to be and modal verbs. These are strong verbs. Das sind starke Verben. Sie brauchen keine Hilfe. To be, sein, am, is and are. And the modal verbs can, could, should, would, may, might, must, will, and shall. We will look at this again a little bit later. Wir schauen uns das noch einmal etwas später an. This is the famous helping verb. I, you, we, you, and they don't or do not. Don't is the short form. Die Verkürzung ist don't. He, she, it doesn't. Das S geht auch damit. He, she, it doesn't or does not. Doesn't ist die kurze Form. Let's look at some examples.
I work every day, ein positiver Satz. I don't work every day. Ich arbeite nicht jeden Tag. Don't work. Helping verb and verb. They play guitar. They don't play guitar. Sie spielen Gitarre. Sie spielen nicht Gitarre. Careful. The first verb is conjugated and the second verb is in infinitive. He speaks German. He, she, it. Es geht mit. He doesn't speak German. Ohne es. Das zweite Verb. She goes to work on Saturdays. She doesn't go to work on Saturdays. Go ist das zweite Verb und steht im Infinitiv. How do we form questions? Wie bilden wir Fragen? In present simple tense. The famous helping verb is do or does in questions. Das berühmte Hilfsverb lautet do oder does in Fragen. I, you, we, you and they do. He, she, it does. Let's look at some examples of some questions. Ein paar Beispiele. I work every day. Do I work every day? Wenn ich mich selber fragen möchte, ob ich täglich arbeite. Or I can ask, do you work every day? Arbeitest du jeden Tag? They play guitar. Ein positiver Satz. Als Frage, do they play guitar? Spielen sie Gitarre? Remember, das erste Verb ist konjugiert. Das zweite steht im Infinitiv. He speaks German. Does he speak German? He, she, it. Es geht mit. She goes to work on Saturdays. Does she go to work on Saturdays? Let's repeat. Wir wiederholen. Welche Verben brauchen ein Hilfsverb? 80% of verbs need help, brauchen Hilfe in negatives and questions, in Verneinungen und Fragen. Except, außer, to be, das Verb sein, and modal verbs, Modalverben, can, could, should, would, may, might, must, will, and shall. Here are some examples, Beispiele of the exceptions, der Ausnahmen. I am a doctor. Verkürzt I'm a doctor. Ich bin eine Ärztin. I am not a doctor oder verkürzt I'm not a doctor. Am I a doctor? Bin ich Ärztin? Oder are you a doctor? Bist du Arzt? You are a student. Verkürzt you're a student. You are not or you aren't a student. Are you a student? Bist du Schüler oder Student? She can dance. Sie kann tanzen. She cannot or can't dance. Can she dance? Wir brauchen kein Hilfsverb bei den Verben to be und Modalverben. Diese sind starke Verben und sie brauchen keine Hilfe. Here's a review of present simple tense. Eine Zusammenfassung von present simple tense. It is a present tense. Wir nutzen es in der Gegenwart for repeating actions, etwas, was sich wiederholt, or general truths, Wahrheiten. I, you, we, you and they, plus the base form of the verb,
ich, du, er, sie, es plus die Grundform, das Infinitiv des Verbs. We play. Add an S to the verb for he, she, it. He, she, it. Es geht mit. She plays. In negatives and questions, in Verneinungen und Fragen, we use the helping verbs do and does, don't or doesn't, with around 80% of verbs. Wir benutzen in Verneinungen und Fragen ein Hilfsverb, do oder does, don't oder doesn't, mit ungefähr 80% der Verben. Except, außer, to be and modal verbs, sein und die Modalverben. These are strong verbs and they don't need any help. Thank you for watching English and More Grammar.